Hey Alltagshelden! Heute machen wir einen Pizza-Babka. Das ist ein super fluffiger Hefeteig mit ganz viel saftigem veganem Käse und eigentlich jeder Füllung, die ihr mögt. Also bleibt dran und wir zeigen euch, wie ihr das ganz einfach nachbacken könnt. Zuerst starten wir mit dem Hefeteig. Dafür vermischen wir zuerst 300 Gramm Dinkelmehl und 2 Teelöffel Salz. In einer zweiten Schüssel vermischen wir dann 150 ml lauwarmes Wasser und 1 Teelöffel Trockenhefe. Das sind ungefähr 7 Gramm oder ein Tütchen. Dazu kommen 6 Esslöffel Olivenöl, und 1 Teelöffel Ahornsirup oder die Süße eurer Wahl. Einmal gut verrühren, bis sich die Hefe gelöst hat, und dann geben wir diese Mischung zu dem Mehl und dem Salz hinzu. Vermischen das zuerst einmal gut mit einem Löffel und fangen dann an, mit den Händen zu kneten, bis ein weicher, geschmeidiger Teig entsteht. Kneten könnt ihr ihn entweder auf einer bemehlten Arbeitsfläche oder einfach in der Schüssel und gebt dabei immer noch so ein bisschen mehr Mehl hinzu, bis der Teig sich gut verkneten lässt. Wenn der Teig ungefähr so eine Konsistenz hat, kommt er zurück in die Schüssel, gebt dann ein bisschen Olivenöl mit rein, damit er später nicht an der Schüssel kleben bleibt, und dann bedeckt ihr ihn mit einem sauberen Geschirrtuch und lasst ihn für mindestens eine Stunde an einem warmen Ort gehen. Währenddessen machen wir den Cashew-Hefeschmelz. Dieses Rezept haben wir auch schon mal ähnlich auf dem Blog veröffentlicht, also wenn ihr da vorbeischauen wollt, könnt ihr das gern auch tun. Für diesen Hefeschmelz nehmen wir auf jeden Fall 125 ml Wasser und 2 Esslöffel Cashewmus. Das erhitzen wir dann, bis eine dicke, fast puddingartige Masse entsteht, und rühren einen halben bis einen Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Salz und 4 Esslöffel Hefeflocken unter. Optional könnt ihr auch noch eine Messerspitze Kurkuma hinzugeben für eine gelbere Farbe. Die Hefeflocken werden sich dann langsam in der Mischung auflösen und ihr bekommt so eine dicke Konsistenz. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze noch mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken und fertig. Der Teig sollte jetzt auch aufgegangen sein und ungefähr so aussehen. Dann rollt ihr ihn auf einem Backpapier aus und gebt eure Lieblingspizza-Toppings drauf. Wir haben hier zum Beispiel ganz klassisch eine Tomatensauce benutzt, dann den Hefeschmelz drüber gegeben, obendrauf haben wir noch ein bisschen frischen Spinat gegeben. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel belegt, denn dann wird das Rollen ein bisschen schwierig. Wir hatten hier tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten, aber mit ganz viel Geduld und Vorsicht klappt es trotzdem. Den Teig rollt ihr dann längs auf und verbindet die Enden miteinander, sodass nichts rausläuft. Dann schneidet ihr die Teigrolle einmal längs durch und flechtet das Ganze so. Wenn ein bisschen zu viel Füllung oder Spinat rausläuft, könnt ihr das ganz einfach mit den Fingern wieder reinschieben. Und dann kommt das Ganze in eine Backform. Wir haben jetzt noch ein bisschen Sesam drüber gegeben und dann lasst ihr das Ganze nochmals für 30 Minuten gehen und heizt in der Zwischenzeit euren Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Fertig! So sollte euer fertiger Pizza-Babka aussehen. Super fluffig und super saftig mit der Füllung. Das Ganze ist echt mega lecker und auch eigentlich ganz einfach. Und ja, danke fürs Anschauen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.